Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dr. A.P. Ich interessiere mich für die Bereiche Pädagogik, Philosophie und Geschichte. Unser Thema heute: Was passiert mit Kunst, wenn sie ins Museum einzieht? Der Philosoph Giorgio Agamben sieht darin nicht ihre Bewahrung, sondern das Ende ihrer sozialen Wirksamkeit. Vom lebendigen Staunen der Wunderkammer zum phantasmagorischen Archiv unserer Entfremdung. Dieses Video fragt, warum Museen Kultur konservieren und sie zugleich der Gegenwart entziehen. Für das Projekt müssen wir noch einige Recherchen durchführen und die Ergebnisse sorgfältig analysieren, bevor wir die Präsentation für nächste Woche fertigstellen können. Das wird knapp. Kennen Sie das? Sie stehen in einem Museum vor so einem richtig alten Meisterwerk, vielleicht 500 Jahre alt. Millionen und Abermillionen wurden ausgegeben, um es zu erhalten. Und alles, was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie ganz ehrlich sind, ist, man fühlt sich da ja fast ein bisschen schlecht, oder? So als würde einem irgendwas fehlen. Aber keine Sorge, das ist keine persönliche Schwäche von Ihnen. Laut dem italienischen Philosophen Giorgio Agamben ist das ein tiefgreifendes philosophisches Symptom. Ja, die Folge einer stillen Katastrophe, die unser Verhältnis zur Kunst komplett zerrüttet hat. Und diese Katastrophe, die begann vor ungefähr 250 Jahren. Was genau ist da also passiert? Agamben nennt die Diagnose ästhetische Anästhesie, also eine Art Betäubung unserer Kunstwahrnehmung. Und den Ursprung für dieses ganze Problem, den findet er bei keinem Geringeren als einem der Giganten der deutschen Philosophie, Immanuel Kant. Und hier kommt auch schon der entscheidende Begriff ins Spiel, das interesselose Wohlgefallen. Das hat Immanuel Kant geprägt. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Wir können wahre Schönheit nur dann erkennen, wenn wir sie aus einer sicheren, emotionalen Distanz betrachten. Also ohne Begierde, ohne persönliches Interesse. Wir werden zu einer Art neutralem Beobachter, zum reinen Betrachter. Das klingt ja erstmal ganz vernünftig, oder? Aber für Agamben ist das nicht nur falsch, es ist quasi die Ursünde der modernen Kultur. Er nennt Kants Idee einen fetten Wurm des Irrtums. Das ist meine Ansage. Denn diese scheinbar so harmlose Definition, die hat wirklich alles verändert. Schauen wir uns diesen Bruch mal genauer an. Vor Kant war Kunst ein richtiges Ereignis. Etwas, das einen packen, erschüttern, ja sogar verändern konnte. Eine echte Macht. Nach Kant wurde sie immer mehr zu einem Objekt in einem Glaskasten, das wir dann mit unserem guten Geschmack beurteilen. Die Kunst wurde also gewissermaßen gezähmt. Und dieser Wandel, der ist wirklich fundamental. In der Antike war die Reaktion auf große Kunst Theos Phobos, der göttliche Schrecken. Man war nicht einfach nur Betrachter, nein, man wurde von der Wahrheit, die das Kunstwerk offenbarte, richtig ergriffen. Und Kant ersetzt diesen existenziellen Schrecken durch ein ruhiges, distanziertes Wohlgefallen. Der erschütterte Mensch wird zum Mann von Geschmack, der aus sicherer Entfernung urteilt. Das Kunstwerk selbst verwandelt sich von einem Ereignis, das Wahrheit schafft, in ein bloßes Objekt für unser Urteil. Okay, aber was bedeutet dieser Wandel denn für die andere Seite, also für den Künstler? Wenn der Zuschauer zum distanzierten Richter wird, was passiert dann eigentlich mit dem Schöpfer? Und das führt uns direkt zum Kern von Agambens Titel, zum Menschen ohne Inhalt. Stellen Sie sich mal diese Frage. Was passiert mit einem Künstler, der sich einfach weigert, Kunst nur als hübsches Objekt für den Betrachter zu schaffen? Der in dieser neuen, neutralisierten Welt also immer noch versucht, die absolute, die erschütternde Wahrheit zu schaffen. Agamben findet die Antwort darauf in einer Erzählung von Balzac über einen fiktiven Maler namens Frenhofer. Frenhofer ist wie besessen. Sein Ziel ist nicht, etwas Schönes zu malen, sondern das Leben selbst auf die Leinwand zu bannen. 10 Jahre lang arbeitet er in totaler Isolation, verwirft jede bekannte Technik, zerstört und übermalt sein Werk wieder und wieder. Und dann kommt endlich der große Moment der Enthüllung. Seine Malerfreunde blicken auf die Leinwand und sehen, fast nichts. Ein chaotisches Gewirr von Farben, ein undurchdringlicher Nebel. Nur in einer einzigen Ecke ist ein Detail von überirdischer Perfektion zu erkennen. Ein einzelner, lebendiger Fuß, der quasi aus diesem Chaos herausragt. Der Versuch, die absolute Wahrheit des Lebens einzufangen, hat zur vollständigen Auflösung der Form geführt. Und dann passiert der wirklich entscheidende Moment. Frenhofer sieht sein Werk zum ersten Mal nicht mehr mit den Augen des besessenen Schöpfers, sondern mit den kühlen, distanzierten Augen seiner Betrachter.
Und in diesem Augenblick bricht er komplett zusammen. Sein einziger Ausruf: Nichts, nichts. Und daran habe ich 10 Jahre gearbeitet. Genau in dem Moment, in dem der Künstler die Perspektive des ästhetischen Richters einnimmt, löst sich sein eigenes Werk vor seinen Augen in Leere auf. Und genau das ist für Agamben der Mensch ohne Inhalt. Der moderne Künstler, der keinen gemeinsamen kulturellen Boden mehr unter den Füßen hat, an den er irgendwie anknüpfen könnte. Er ist völlig allein mit seiner eigenen Schöpfungskraft, die aber ohne Ziel und Inhalt ins Leere läuft und sich am Ende gegen sich selbst wendet. Seine Kreativität wird so zu einer zerstörerischen Kraft, die ihn von innen auffrisst. Tja, was bleibt also übrig in dieser Welt, die von der modernen Ästhetik geformt wurde? Agamben zeichnet das Bild einer Landschaft voller Brüche. Man könnte sagen, eine Art Ruinenfeld. Die ursprüngliche Einheit des Kunsterlebnisses ist zerbrochen. Wir haben jetzt diese tiefen Gräben. Auf der einen Seite steht der Künstler, das schaffende Genie, das um Wahrheit ringt. Und auf der anderen Seite der Betrachter, der mit seinem Geschmack urteilt. Der schöpferische Akt steht gegen den distanzierten Konsum und die Erfahrung des göttlichen Schreckens gegen das sichere Gefallen. Aber, und das illustriert dieses Zitat wirklich brillant, in dieser Krise liegt eben auch eine Chance. Agamben sagt, das grundlegende architektonische Problem wird erst in dem vom Feuer heimgesuchten Haus sichtbar. Erst jetzt, wo alles in Trümmern liegt, können wir überhaupt erkennen, was Kunst in ihrem Ursprung einmal war und vielleicht auch wieder sein könnte. Die Zerstörung macht also die ursprüngliche Struktur erst sichtbar. Und das ist genau der Punkt, an dem uns Agamben mit einer ganz fundamentalen Frage zurücklässt. Wenn die moderne Ästhetik uns tatsächlich vom wahren Wesen der Kunst entfremdet hat, was können wir dann aus diesen Trümmern neu erbauen? Wie finden wir wieder zurück zu einer Kunst, die uns nicht nur gefällt, sondern uns im Innersten erschüttert? Und was bedeutet das eigentlich für unseren nächsten Museumsbesuch? Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.